Auch emotional, ich kann das überhaupt nicht. Nee, ich glaube, ich bin zu attached. Also ich bin dann, nee, am Ende verliebe ich mich oder so und dann Drama. Kann ich nicht. Mm-mm. Was hältst du von einer offenen Beziehung? Gar nichts. Offene Beziehung? Ne. Wenn, dann würde ich das Sexbeziehung nennen, aber offene Beziehung? Muss ich kurz nachdenken. Ist nichts für mich, hab's schon mal versucht, funktioniert nicht. Allgemein oder jetzt ich persönlich? Also es geht immer um deine Meinung. Ich glaube, ich wäre dafür zu neidisch. Mein Girl wäre auf jeden Fall nur für mich. Nein, niemals. Niemals. Mein Girl ist mein Girl. Tatsächlich hatte ich schon mal eine offene Beziehung. Kann man machen, würde ich nicht machen, aber also nicht nochmal machen, aber eigentlich nichts, nein. Ich hätte das gern schon ernst und ich mag meinen Mann nicht teilen und ich glaube auch nicht, dass er mich teilen will. Aber ich habe nichts dagegen. Für mich persönlich wäre das auf jeden Fall nichts. Also der Mann das machen kann, was er will und die Frau das macht, was sie will. Ist Trend, ist nice. Offene Beziehung halte ich persönlich nicht so viel. Ich will, dass meine Partnerin nur meint. Also wenn man nichts Ernstes will, oder sagt, wieso, ich bin auch dabei. Wenn es für beide Parteien passt oder mehrere, go for it. Das will ich nicht tun. Finde ich nicht gut. also ich finde, wenn man die Grenzen klar absteckt und kommuniziert, dann ist eine offene Beziehung auf jeden Fall ein sehr gutes Beziehungsmodell. Das ist auf jeden Fall nichts für mich. Kann man eine Zeit lang machen, aber ich glaube, auf Dauer ist es nicht lebbar. Immer Leute beneiden, die das können. Du, ich bin in einer offenen Beziehung. Ich find's super eigentlich. Also das Ding ist, Kommunikation ist wichtig. Funktioniert bei uns ganz gut. Kann man machen. Aber ich bin noch nicht ready dafür. Keine Ahnung, nach 10 Jahren. Passt nicht zu mir. Kein gutes Eindruck. Nix. Ich bin dafür. Einerseits ist es Vorteil und einerseits ist es Nachteil. Aber ja, würde ich schon gerne nehmen. Oh, schwierig. Also ich stehe dem Ganzen kritisch gegenüber, weil ich es mir selbst bei mir jetzt nicht vorstellen kann. Ich hatte mal eine Ex-Freundin, mit der die Beziehung so lief nicht, es war viel on-off und so und dann haben wir gedacht, vielleicht offen, aber das war es auch nicht wirklich. Man muss sich irgendwie über alles einig sein. Ich kann das verstehen, dass Leute das gut finden, aber für mich persönlich weiß ich nicht. Was hältst du von einer offenen Beziehung? Wie dir. Questa cosa? It's for white people. Also das ist nicht so etwas für mich. Jeder soll machen, was er will, aber für mich ist es nichts, nein. Was nicht meins. Wenn das im Einverständnis mit beiden ist. Wenn man alles gut kommuniziert, geht alles. Man hat einen Partner, glaube ich, oder eine Partnerin und dann hat man noch andere, oder? Bei manchen offenen Beziehungen gibt es eine Regel zum Beispiel. Man trifft nicht Leute von unserem Umkreis oder man darf nicht mit jemandem außer unserer Beziehung mehr als 3 Mal Ja. uns treffen oder so. Also ich wusste, es gibt Polygam und offene Beziehungen, aber da gibt es ja einen Unterschied, glaube ich. Ich glaube, ich könnte keine offene Beziehung haben. Ich glaube, ich bin zu eifersüchtig. Boah, ich bin kein Fan. Ich bin eifersüchtig. Nee. Ich bin so emotional. Jemand ist am Ende verletzt. Gar nichts. Wenn man sich liebt, will man den anderen nicht teilen. Für mich kommt es nicht in Frage. Ich halte davon nicht. So Polygam-Style, um ehrlich zu sein, halte ich da nichts von. Nein, nicht viel, außer Abstand. Kann man es auch gleich lassen, meiner Meinung nach. Also es wäre nichts für mich, aber jeder so wie er mag. Das Prinzip an sich finde ich echt cool. Ich kann es nur nicht auf mich selbst übertragen. Finde ich völlig legitim. Aber ich denke, solange da alle beteiligten Menschen auf einer Ebene sind und das Gleiche erwarten und das Gleiche denken, dann kenne viele Leute, die in offenen Beziehungen sind. Also ich denke, es kommt halt immer darauf an, wie man zusammen ist in der Beziehung. Ich könnte es nicht mit meiner Freundin. Es ist nicht meins. Kommt drauf an, aber nein. Ich mag es gern ernsthaft. So öfter du deine Seele jemanden bindest und wieder loslässt, umso öfter verlierst du dich in der Welt. Also wenn die Grenzen klar sind, dann klappt es. Ich glaube, viele machen es für andere Gründen und da klappt es normalerweise nicht. Abonniert scharf. Nicht viel. Ich denke, Menschen, die eine offene Beziehung haben wollen oder leben, sind auf der Suche nach etwas, was sie noch nicht gefunden haben oder sich selbst nicht geben können oder in dem aktuellen Partner nicht finden können. Kann man sich dann sparen eigentlich. Man muss ja nicht mit jemandem zusammen sein, um mit der Person Sex zu haben. Für mich wäre es nichts. Eine offene Beziehung ist doch so, wenn eine Frau mit jedem machen darf und Mann mit jedem machen darf. Und am Ende wir essen auf dem gleichen Tisch. So. Bin nicht dabei. Ja, warum nicht? Nichts für mich. Gar nichts. Nicht viel. Für mich wäre es, glaube ich, nicht. Es gibt unterschiedliche Formen von Miteinander. Es muss nicht irgendwie immer nach einer gewissen Tradition, einer Struktur gehen. Aber wichtig ist, dass wirklich beide Menschen das aushalten können. Für mich ist es eher frei, bei einer Person zu sein und glücklich. Im Endeffekt sind wir Menschen nicht unbedingt für so Monogamie gemacht.
Manche vielleicht schon, aber ich weiß nicht, was in 5, 10 oder 20 Jahren ist so. Es darf jetzt nicht so sein, dass der eine das nur dem anderen zuliebe macht, um die Beziehung irgendwie am Laufen zu halten. So. Persönlich glaube ich, wäre das nichts für mich. Ich habe nichts dagegen. Es gibt ja Leute, die mögen sowas. Ich finde es voll wichtig, mit wem ich so meine Energy teile. Ich persönlich kann für mich Sex nicht emotional trennen. Ich kann nicht teilen. Gar nichts. Ja, ist okay. Bin ich, glaube ich, sehr monogam und sehr fokussiert auf die Person, die ich liebe. Eine Beziehung ist ja was Intimes eigentlich. Also es kann sich ja auch noch ändern mit der Zeit. Wir sind ja noch jung. Okay, also für mich persönlich wäre es jetzt nichts, weil ich will meinen Partner für mich haben. Wenn beide das okay finden, dann können die das ja machen. Da halte ich tatsächlich gar nichts von. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil ich glaube, dass immer einer von beiden mehr investieren wird als der andere und dass es immer so ein Ungleichgewicht bleibt. Wenn das eine Fernbeziehung ist und eine Person sagt so, nicht emotional ist, aber nur, hey, wir sehen uns alle 3 Jahre gefühlt, kann man da was machen, dann kann man darüber reden, aber ich will jetzt nicht das erste Mal sagen, hey, lass uns auch eine Beziehung machen oder so. Eine Boundary ist immer sehr wichtig. Nichts. Ich weiß, dass viele Frauen, oder ja, ich sage jetzt Frauen, ohne sexistisch klingen zu wollen, einfach es dem Mann erlauben, aber unzufrieden damit sind. Aber wenn es abgemacht ist, dass beide damit irgendwie klarkommen, dann finde ich sowas heute irgendwie schon in Ordnung. Es ist auch interessant, aber für mich persönlich ist es, glaube ich, nichts. Momentan kann ich dazu, wie gesagt, nichts sagen, weil ich das noch nicht gemacht habe. Ich bin nicht dafür gemacht. Ich habe es noch nie gehabt und ich glaube nicht, dass ich das gerne hätte. Ich glaube, dass es mir nicht so gut tun würde und dass es einen bestimmten Charakter braucht. Aber wie willst du das deinen Kindern irgendwann erklären? Die eine Person ist immer so catch feelings, die andere nicht. Aber ich bin grundsätzlich der Meinung, dass... Was war die Frage, alle? Kann funktionieren, aber es muss die richtige Person sein. Mir liegt sehr nah daran, erfolgreiche Familie aufzuziehen und ich glaube, desto mehr Leute man hat, mehr Klärungsbedarf und das wäre einfach nicht ein gängiges Modell für mich. Kann man machen, muss man aber nicht. Also könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, aber ich weiß ja nicht, was mal in ein paar Jahren ist. Ich glaube nicht. Es ist schön, wenn man so ein großes Vertrauen haben kann und frei sein kann zugleich. Abonniert Sharp, um neue Videos nicht zu verpassen. Keine Ahnung, sowas?